ZEW-Ökonom Dr. Holger Stichnot zur Frage, ob staatliche Geldleistungen an Familien bei den Kindern ankommen. Geben Eltern finanzielle Unterstützung wie das Kindergeld tatsächlich für ihre Kinder aus? Wir haben uns das in unserer Studie für zwei Leistungen angesehen, für das Kindergeld und für das Landeserziehungsgeld. Das wird ja gern gesagt, dass die Eltern das Geld eher für große Fernseher ausgeben, für Alkohol oder Zigaretten. Dafür haben wir keine Belege gefunden. Das heißt, aus unserer Sicht wird das Geld eben nicht systematisch zweckentfremdet. Ganz im Gegenteil, wir finden, dass die Eltern mehr Geld für das Wohnen ausgeben, dass mehr Kinder zum Musikunterricht gehen, mehr Kinder zum Kinderturnen gehen. Und das sind da alles sehr, sehr positive Ergebnisse. Das deckt sich übrigens auch mit der internationalen Forschung. Auch da finden die meisten Studien, dass Geldleistungen ihr Ziel gut erreichen. Was haben Sie in Ihrer Studie untersucht? Was ist methodisch neu daran? Wir vergleichen Familien in Bundesländern mit und ohne Landeserziehungsgeld. Und beim Kindergeld nutzen wir aus, dass es Kindergelderhöhungen über die Zeit gab, also das Niveau nicht immer gleich war. Gerade bei dem Thema stellt sich natürlich die Frage, ob die Eltern einfach die sozial erwünschten Antworten liefern. Das Risiko kann man nicht ganz ausschließen. Aus unserer Sicht ist es bei uns eher klein. In dem Datensatz wird nämlich kein direkter Zusammenhang hergestellt zwischen den Geldleistungen und dem Ausgabenverhalten der Eltern, sondern es wird ganz allgemein danach gefragt. Wir geben natürlich zu, keine Studie ist perfekt, auch unsere nicht, aber wir haben versucht, aus den vorhandenen Daten das Bestmögliche zu machen. Und wir sind eben ehrlich, wir zeigen unsere Annahmen auf, stellen alles zur Diskussion. Wir nutzen einen großen Datensatz und jeder kann nachprüfen, was wir gemacht haben. Und gerade bei dem Thema findet man ja sonst häufig sehr emotionale Einzelfälle. Was bedeuten die Ergebnisse für die Familienpolitik? Für uns ist das Hauptergebnis, es gibt keinen Grund, Eltern unter einen Generalverdacht zu stellen. Im Gegenteil, das Geld kommt in der Regel gut bei den Kindern an. Natürlich wird es immer Fälle geben, in denen Eltern sich nicht so verhalten, wie wir uns das vorstellen. Aber deswegen nur auf Sachleistung zu setzen, wäre aus unserer Sicht falsch. Die verursachen nämlich sehr, sehr hohe Verwaltungskosten und das ist wiederum Geld, das definitiv nicht bei den Kindern ankommt. Und beim Bildungs- und Teilhabepaket zum Beispiel sind das fast 30%. Geldleistungen schneiden da viel besser ab. Das spricht aus meiner Sicht für Reformvorschläge gegen Kinderarmut, die auf Geldleistungen setzen, zum Beispiel eine Kindergrundsicherung oder das Teilhabegeld.